Heute betrachten wir gemeinsam Licht und Schatten bei einem Würfel. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, wenn wir andere quaderförmige Objekte zeichnen wollen, ist es wichtig, Licht und Schatten zu verstehen. Ja, also wie fällt der Schatten, sodass wir die Objekte dreidimensional darstellen können. Auch bei so einer Quaderform beispielsweise. Also, das Video ist ein Ausschnitt aus meinem großen Online-Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister. Und nach dem Intro geht's los. Also du siehst hier eine kurze Übersicht, worauf ich sozusagen hinaus will. Ja, wie der Schatten sich verhält, woher das Licht kommt und warum der Schatten so fällt, wie er fällt, also in welche Richtung. Und dabei drehen wir das Objekt, in dem Fall den Würfel, in mehrere Richtungen. Also, los geht's. Wir gucken uns erstmal den Würfel von vorne an. Ja? Gleichzeitig lernst du aber auch, den Würfel in verschiedenen Ansichten zu zeichnen. Also, los geht's. Den Würfel von vorne, ich hoffe, das siehst du so ungefähr. Also, wir haben die Grundfläche des Würfels. Und können leicht raufschauen. Ja, so ungefähr. So, das bedeutet, wir legen uns jetzt im nächsten Schritt eine Lichtquelle fest. Das Licht kommt also von oben. Und sie steht ungefähr parallel zum Würfel. Ja? Also der Fußpunkt der Lichtquelle. Das erkläre ich in dem großen Zeichenkurs genauer. Jetzt geht es erstmal um das grundsätzliche Verständnis. Also das Licht kommt ungefähr, wenn du den Würfel so siehst, von hier. Ja? Also legen wir los. Wir haben hier die Eckpunkte. Ja, wir verlängern praktisch den Würfel. Also wir haben hier den Schatten, den wir einzeichnen. Und zur Orientierung, weil viele da immer durcheinander kommen, ist es ganz, ganz wichtig, hier auch sich zunächst erstmal den Hintergrund klar zu machen. Mit Hintergrund meine ich die 3D-Form, die so ein quaderförmiges Objekt hat. Ja, weil das können wir wesentlich leichter erfassen, wie der Schatten sich dann verhält. Ja. Okay, also Licht kommt von hier. Das heißt, wir haben hier, ich mache mal hier 1, 2, 3. Also die Ecken, die letztendlich den Schatten werfen. Los geht's. Wir haben hier also die Ecke 1. Ja, und dann haben wir die Seite. Diese wird projiziert von dem Licht. Und da der Lichtquelle ja hier den Fußpunkt hat, haben wir hier den Schatten, ja, also die Verlängerung. Das sehen wir ja nicht hier. Wir sehen ja nur den Würfel mit dem Schatten. Also wir haben hier 1, 1, wir haben hier 2, 2 und 3 wäre hier in Klammern. Ja. Du siehst, der Würfel wird praktisch etwas verzerrt projiziert. Ja. Es ist auch nicht wichtig, den Schatten hundertprozentig 1:1 einzuzeichnen, wie er tatsächlich in der Lichtquelle ist. Darauf kommt es erstmal überhaupt nicht an, sondern nur so ungefähr, ja, dass du weißt, wie sich das verhält. Und deswegen ist es ganz gut, hier die Ecken zu kennen. Ja. Also diese Seite wirft sich hier, diese Seite zeigt sich hier wieder und die hintere Seite zeigt sich praktisch hier und die ist halb verdeckt. Ja. Zur Veranschaulichung zeichne ich jetzt mal, schattiere ich mal die Flächen, dann wird es dir noch klarer werden, worum es geht. Ja? Also du siehst, der Würfel bekommt hier mehr von oben Licht und die Seite ist hier im Schatten. Und hier ist natürlich der Schatten, den der Würfel wirft. Ja, deswegen ist es auch gut zu wissen,
mit den Hilfslinien, dann haben wir hier nämlich unseren Kernschatten, der etwas dunkler ist. So, wir wollen es auch nicht zu exakt machen, sondern es geht jetzt um das grundsätzliche Verständnis. Ich betone nochmal die Kanten vorne, dass du genau siehst, was passiert hier. Also, was passiert jetzt aber, wenn wir den Würfel drehen? Wir haben die Sicht von vorne und jetzt wollen wir den Würfel sozusagen ein kleines Stück drehen. Ungefähr so. Also hier 1/3 und hier 2/3. Legen wir los. Wir haben die vorderste Kante des Würfels. Wir haben die Fläche, die rechte Seite des Würfels, die sich von uns wegdreht. Und wir haben die linke Seite des Würfels, die etwas steiler nach oben geht. Und wir haben die Oberseite des Würfels. Achte beim Zeichnen, dass die Linien hier einigermaßen konvergieren. Also, dass dein Würfel perspektivisch so einigermaßen richtig aussieht. So, wie ich gesagt habe, die Lichtquelle bleibt die gleiche. Also die Richtung, aus der das Licht kommt. So lässt sich das am besten erklären. Dass man sozusagen die Zusammenhänge versteht und die Unterschiede. Ja, also wir haben wieder im nächsten Schritt ganz einfach hier hinten erstmal den Körper einzeichnen, die Räumlichkeit, die dritte Dimension. Ja, also wir haben diese Ansicht ungefähr. So. Wenn du tiefer ins Zeichnen eintauchen willst, findest du unter dem Video den Link zu meiner Akademie. Dort erwarten dich die großen Zeichenkurse. Weiter geht's mit dem Video. So, wie fällt jetzt hier der Schatten? Ja, Fußpunkt ist hier, also wir haben hier die Kante, die weiter vorsteht als hier. Hier haben wir eine Linie. Also geht der Schatten ungefähr hier hin, läuft parallel zu der Linie und dann geht er ungefähr parallel zu der Linie so hin. Ja? So haben wir den Schatten. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Hier hinten geht der Schatten dann ungefähr so. Ja, der ist aber nicht sichtbar. Wichtig ist für uns erstmal diese Konstruktion hier. Ja, hier die Ecke. Also wir haben hier wieder 1, wir haben hier wieder 2 und wir haben hier wieder 3. 1, 2 und hier hinten praktisch die 3. Ja, dass du das wirklich siehst, dass diese Fläche, diese Ecke ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also wie gesagt, der Würfel wird praktisch wieder projiziert. Zur Veranschaulichung machen wir wieder den Würfel, wo er weniger Licht bekommt, etwas dunkler, denn wir haben die vom Licht abgewandte Seite hier. Das mache ich mal ein bisschen schneller. Diese Seite bekommt am meisten Licht, also die oberste Seite. Und die Seite etwas weniger als die oberste. Ja. Immer wieder ein bisschen deutlich zeichnen, ganz, ganz wichtig. So, den Schlagschatten machen wir mal ganz zackig rein. Ja, sodass du siehst, von vorne und hier dreht er sich ein Stück von uns weg. Also Frontalperspektive und dies ist die Übereckperspektive. Ja, okay. Wenn du magst und dir das Video bis hierhin gefällt, freue ich mich, wenn du mir kurz einen Daumen hoch dalässt und wenn du eine Frage hast bis hierher, stopp das Video kurz und schreib es mir gleich in die Kommentare rein. Oder wenn du dir auch noch ein Videos zu anderen Thematiken wünscht, also ein Video. Weiter geht's. Okay, so,
Wir wollen jetzt den Würfel aus dieser Position genau in die Übereck drehen, also dass rechts und links ungefähr die Flächen gleich sind. Okay, los geht's. Dann schauen wir mal, wie sich das Licht dazu verändert. Ja. Also, Würfel zeichnen. Hintergrund ungefähr, ich habe nicht ganz winklig gemacht, könnte ich nochmal machen hier. So ist es vielleicht besser, damit es klarer ist. Also die Kante läuft übereinander und dann haben wir hier sozusagen unsere dritte Dimension. So, Lichtquelle behalten wir so bei. Hier ist der Fußpunkt. Ein bisschen deutlicher zeichnen. So, wie verhält sich jetzt der Schatten? Er muss ja, entschuldige, in diese Richtung weggehen. Ja. So, also der wird ein bisschen steiler als dieser, weil hier haben wir mehr Seite, die im Schatten ist. Und dann haben wir natürlich auch einen Schatten, der weiter entfernt ist. Ja. So, gehen hier rein, verhält sich zu der Linie. Und wir müssen diese Linie jetzt hier ungefähr auch nochmal nachziehen. Ja? So, schau mal. So, und hinten haben wir ungefähr wieder hier unseren Würfel. Ja? Wie gesagt, nur grob skizzieren zum Verständnis, das ist das Allerwichtigste. Keiner überprüft deinen Schatten, wenn du ein Kunstwerk zeichnest. Ja? Höchstens Bürokraten. Also, so. Wir haben hier wieder 1, 1. Wir haben hier 2, wir haben hier 2. Quatsch, 2, nicht 3. Hier haben wir die 3 und hier haben wir auch die 3. Und je nachdem, wie weit die Lichtquelle steht, wie steil oder wie flach, wird es halt der Schatten halt immer ein bisschen länger. Ja, es ist ganz logisch, das will ich jetzt nicht extra erklären. Je flacher der Schatten steht, je flacher die Lichtquelle steht, je länger ist der Schatten natürlich, ja, ganz, ganz normal ist das, okay? So. Okay, jetzt, du siehst nochmal zur Erklärung, diese Seite ist diese Seite, ja, sie wird umgelegt sozusagen, wenn man will. Diese Seite, die obere Seite des Würfels ist diese Kante und diese Kante ist ungefähr diese Kante, ja? So kannst du dir das ungefähr vorstellen. So. Wir zeichnen wieder die Flächen dunkler, die vom Licht abgewandte Seite. Hier liegt der Würfel auf der Erde oder auf dem Tisch. Hier oben kriegt er am meisten Licht, hier ein bisschen weniger. Und wir zeichnen den Schlagschatten ein. Und haben dann hier den Würfel. Du siehst durch Licht und Schatten, wie realistisch der Würfel wirkt, also wie wir wirklich eine tolle Dimension bekommen. Ja? Und hier sehe ich gerade, habe ich mich verhauen, zu schnell, der Geist gedacht, hier ist natürlich die 1. Ja? Das wirst du wahrscheinlich schon gemerkt haben. Hier ist natürlich die 1 und nicht die 2, sehe ich gerade so. Und hier oben ist die 1 nochmal deutlich gekennzeichnet. Ja? Können wir praktisch so machen, dass das noch klarer ist. Und hier machen wir eine Strichlinie zur 3 hin. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Ich mache die mal noch ein bisschen dunkler hier, dass es klarer wird. Weil das ist immer die vom Licht abgewandte Seite. Ja?
So, und hier gehe ich auch noch ein bisschen rein. Dann haben wir so eine sehr, sehr gute Gesamtübersicht, ja, wie sich das sozusagen verhält. Also du siehst, wie der Unterschied so ungefähr ist, also wie sich Licht und Schatten verhält, wie die Kanten spitzer werden, ja, und die Schatten etwas länger. Ja, weil der Würfel hier die Kante vorher wirft, wird der Schatten natürlich hier tiefer oder länger weiter weg vom Objekt als hier. Ja. Wenn du Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Weitere Erklärungen zu allen möglichen Körpern, Kugeln gibt es in dem großen Online-Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister. Den findest du unter dem Video. Schau gern vorbei, wenn du richtig tief einsteigen willst und sehr, sehr schnell Fortschritte machen willst. Gibt es hier diesen Zeichenkurs mit dem Workbook hier. Ja. Okay. Schau gerne auf die Playlist hier oben, die ich dir noch zusätzlich verlinke. Dort findest du weitere Videos, kannst du Stück für Stück dir anschauen. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und wir sehen uns zum nächsten Video hier auf Schmitz Zeichenwelt wieder.